Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stories The Path of Destinies. Wir machen weiter. Ich glaube, wir waren in einem neuen Kapitel angelangt. Ne? Ja, genau, ich erinnere mich. Und da habe ich dann Schluss gemacht. Allerdings weiß ich nicht mehr, für welches Ziel ich mich entschieden hatte. Ich glaube, ich hatte nicht das mit Zenobia, sondern genau das andere. Weil wir ja den Iblisstein bei uns haben und der wollte ja Zenobias Blut sehen. Also sprich, wir hätten sie opfern müssen. Allerdings scheint uns der Handlungsstrang ja auch irgendwann nochmal bevorzustehen, wenn ich alle mache. Ich meine, ich habe ja auch schon Lapido in einem Handlungsstrang mal geopfert. Eiskalt. Oh, was es teilweise für Entscheidungen sind, ne? Ladesequenz. Bitte? Ah, speichert. The moment he landed the Farfarer, Reynardo had a rare feeling of regret. It's not too late, he thought. He could turn around and sail for Zenobia's island. He frowned. Wait a minute. He didn't want to kill Zenobia, did he? Sure, technically she was the enemy, but they'd been at Sword Fu school together. They'd never been lovers, but somehow they'd been closer. She'd told him every secret about herself. Except the biggest one. That she was the Emperor's daughter. No. Kill Zenobia, whispered the stone. Before it's too late. So, meine Frage ist es jetzt, genau, hole den Kern des The Gyropass. waterfall was spectacular. Well, you had to enjoy these things as they came. We pass this way but once. Ich glaube aber fast, hier ist der... Ist hier der richtige Weg? Sag mir jetzt nicht, dass ich hier nicht wieder zurückkomme. I need more materials, thought Reynardo. Da hinten wäre eine super mega Truhe gewesen. Wartet, kann ich nochmal... Die möchte ich jetzt eigentlich schon ganz gerne haben. Jetzt müssen wir zwar nochmal den Ladebildschirm überleben. Aber... Ja. Das ist so ein bisschen blöd, finde ich. Ich möchte gerne so viel erkunden. Wir haben aber teilweise schon so viele Gänge verpasst. The moment he landed the Farfarer, Kann ich das überspringen? Nee, okay. Reynardo had a rare feeling of regret. It's not too late, he thought. He could turn around and sail for Zenobia's island. He frowned. Wait a minute. He didn't want to kill Zenobia, did he? Sure, technically she was the enemy, but they'd been at Sword Fu school together. They'd never been lovers, but somehow they'd been closer. She'd told him every secret about herself. Except the biggest one. That she was the Emperor's daughter. No. Kill Zenobia, whispered the stone. Before it's too late. Ich bin eben hängen geblieben. Gut, dann lesen wir das hier jetzt erstmal. Liebe Zenobia, der Direktor der Akademie hat mir gesagt, wie sehr er von deiner akademischen Leistung und Anführung beeindruckt war. Ich nehme nicht an, dass es Stiefelleckerei war, die da stattgefunden hat. Davon habe ich genügend gesehen. Der alte Knacker meint das tatsächlich so. Ich bin stolz auf dich, meine Tochter. Eines Tages wirst du eine fabelhafte Kaiserin sein. Ich habe gute Nachrichten. Professor Calaveras hat sich mit dem Nexus befasst und eine wichtige Beobachtung gemacht. Die alte Kröte ist ein wahres Genie.
Du weißt ja, dass diese Insel einzigartig ist. Sie ändert sich ständig, neue Kristallformationen erscheinen, Fragmente verbinden sich, brechen auseinander, driften langsam umher, verbunden durch unsichtbare Fäden. Professor Calaveras ist der Überzeugung, dass diese Änderungen nicht etwa willkürlich sind, sondern beweisen, dass die Inseln lebende Wesen sind. Er hat beobachtet, dass bestimmte Änderungen auf dem Nexus einer Turbulenz auf einer anderen Insel folgen, beziehungsweise manchmal auch vorausgehen. Erdrutsch, Beben, Flut. Der Nexus scheint bei derartigen Ereignissen mitzuschwingen. Vielleicht haben die Inseln ein Hive-Bewusstsein und der Nexus ist das Gehirn. Auf alle Fälle werde ich ein permanentes wissenschaftliches Observatorium auf dem Nexus finanzieren. Es wird die größten Denker des Imperiums anziehen, mit Professor Calaveras an der Spitze. Ich erwarte ein großartiges Zeitalter der Erleuchtung für das Imperium. In Liebe, dein Vater. So, versuchen wir uns hier jetzt mal ein bisschen besser anzustellen. Wir haben ja zum Glück jetzt ein bisschen mehr HP bekommen. Ich bin ja leider echt eben hängen geblieben an dem einen Felsen da. Und dann waren da die zwei Bombentypen. Und ja. Das war's dann auch. Ja. Wenn zwei auf mich zustürmen, kann ich auch nichts machen. Okay. Dann holen wir uns noch die Kiste. A magical jewel. Reynardo couldn't wait to find a workbench. Körperlicher Widerstand. Hi. Das war klar. No, ich habe ihn noch gesehen, aber zu spät. Ich muss immer wieder ein bisschen reinkommen. Aber irgendwie ist Reynardo ja bei mir am Dauerabkratzen. Leider. Oh, den wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte den mit dem Schild. Danke. Habe ich den einen runtergeworfen? Das kann sein. Ich meine, das geht ja auch noch, aber habe ich jetzt nicht ganz so oft verwendet. Okay. Hier noch was? Nee. Sah so aus, als ob man da rein kann, aber wir müssen hier hoch. Okay. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Pfad und der mit dem Wasserfall ist auch schon jetzt wieder hinüber? Es gibt hier... Think of all the artisans he was creating employment for. Truly, he was a job creator. Ja, und jetzt spaltet sich das hier wieder. There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Ah, vielleicht hätten sich hier jetzt die Wege verbunden. Da, wo wir sonst lang gegangen wären. Das könnte sein. What were these poles exactly? Parking meters from the time of the lost gods? Das möchte ich behaupten, hat doch ganz gut geklappt. Immer mal wieder hier was Neues. The stone hadn't lied about what it could do for him. With each raven he cut down, he felt a jolt of power flowing into his arm. You're weak, whispered the stone. The call will kill you. Are you afraid of it? No, don't be ridiculous. It chuckled. But it's unstable. It will poison you if someone just carry it. And if you try to use it, it will explode catastrophically. Reynardo did not trust rocks that talked in his head. He went onwards. Ja, mal gucken, was für Katastrophen wir dieses Mal auslösen. So, was haben wir jetzt hier? Ich kann zumindest zurück, also sprich, ich kann mal gucken gehen. Ah, eine Truhe, wunderbar. No one could beat Reynardo at hot potato. Hot Potato, alles klar. Alter, ich will doch nur sein. Daneben nicht.
Ich habe die ganze Zeit nur den Schild von dem Kumpel. Danke. So, wunderbar. Einmal den richtigen Weg gegangen, wow. Noch ein Amulett. Dann haben wir jetzt 2 Amulette, die wir noch anlegen können. Ich meine, wir haben ja auch noch 2 Plätze frei. Jetzt müssen wir allerdings nur noch mal wieder eine Werkbank finden. Ach so, das kann ich mit allen öffnen? Okay. Of course there was a puzzle. You couldn't expect the transcendent emperor to bury a god's eye in a leather sack where anyone could pick it up. Hört ihr auch noch mal auf? Dann muss ich da schnell während die... Okay, gut. Ein Altar, der mir nichts bringt. Hey, you guys interested in real estate? Because you're about to buy the farm. Alter. Auch jetzt kommen da noch solche Knillchen hinzu, natürlich. Okay. Wir haben zwar wieder ordentlich kassiert, aber wir haben überlebt. Und da wären wir. As he approached the core, the stone became hysterical. No, it's too much power. We'll rip a hole in space and time. He had a sudden vision of plunging his gauntlet into the core and dying in anguish. That wasn't his vision, was it? The stone had sent him its darkest fears, hadn't it? He had a sudden impulse to do exactly that. He raised his right fist and plunged it into the core. There was a rush of light. He thought he could hear the stone screaming. And then he passed out. When Reynardo came to, the core was gone. But the Iblis stone was no longer black, but glowing with a blue light. And it was silent. I can't hear you, he sang out, and you? It didn't answer. Ha, he said. He had defeated the demonic gem with the power of his mind. He felt invincible. It was time to attack the Imperial outpost on the Nexus. Take the battle to the enemy. But among the huge crystals, there was also an observatory. A wise man would probably ask the scientists exactly what he had first. How wise was he? Okay. Ist das dasselbe? Um Rat zu bitten kostet nichts. Man kann ja immer noch weghören. Super. Mithilfe des Skyripper-Kerns gelang es Reynardo, den Iblisstein verstummen zu lassen und gleichzeitig seine Kraft auszuschöpfen. Okay, ist was anderes. Es wäre sicher klug, die Konsequenzen seiner Handlungen zu verstehen. Die Nexus-Wissenschaftler konnten bestimmt helfen. Stelle den Feind zum Kampf. Mithilfe des Skyripper-Kerns gelang es Reynardo, den Iblisstein verstummen zu lassen und gleichzeitig seine Kraft auszuschöpfen. Was war das nochmal mit dem geschenkten Gaul? Vielleicht war es an der Zeit, seine Macht zu nutzen, um die Situation zu seinen Gunsten zu ändern. Die Zerstörung des gegnerischen Außenposten auf dem Nexus wäre sicher ein kluger Schritt.
Ich würde sagen, da wir das letzte Mal die Wissenschaftler aufgesucht haben, werden wir in diesem Fall einfach mal diesen Handlungsstrang verfolgen. Es war jetzt ein bisschen anders wegen dem Iblisstein, aber ja, gehen wir mal hier hin. As the Farfarer sailed towards the Nexus, Reynardo wondered if the core had been created to silence the stone, or even to feed its hunger. Honestly, he didn't care. He felt terrific, and he appreciated the quiet inside his head. The Nexus was infested with ravens, but that didn't bother Reynardo. With each death, the converted Iblis stone in his gauntlets glowed brighter, and he felt stronger. Wow. He was getting a bit bloodthirsty, wasn't he? Well, he wasn't worried. He was a warrior. They're supposed to be bloodthirsty. Okay, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Töte alle Raben im imperialen Außenposten. Okay, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.